YouTube bietet ja mittlerweile einiges an Funktionen an, um seine eigenen Videos auch in anderen Sprachen zugänglich zu machen. Und warum ich denke, dass es halbwegs wichtig ist, das auch mit zu tun, das Ganze gibt's gleich nach dem Intro. Damit dann hallo, bienvenue, good evening, ni hao oder auch konnichiwa zu diesem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal und das Ganze jetzt auch mehrsprachig. Nein, natürlich nicht. Ich bleibe jetzt hier erstmal bei Deutsch, aber alles der Reihe nach. Ich denke, dass es durchaus wichtig sein kann, seine Inhalte auch in mehreren Sprachen mit anzubieten. Warum aber denke ich, dass es wichtig ist, dass man seine Videos auch in mehreren Sprachen zugänglich macht? Nun, YouTube ist insgesamt eine globale Plattform. Das heißt, ihr habt Zuschauer hier natürlich aus Deutschland, aber genauso gut aus Ländern wie Polen, den Vereinigten Staaten, Norwegen, Südafrika, Japan, wirklich von allen Ecken und Enden der Welt. Und potenziell kann es natürlich auch sein, dass es in beispielsweise Japan jemanden gibt, der Deutsch lernen möchte und auf eure Videos gestoßen ist und ja, diese Videos gerne sehen möchte. Und da wären Untertitel dann zum Beispiel schon recht hilfreich, dass er dann versteht, was im Video passiert und dann entsprechend mit Deutsch lernen kann, als Beispiel. Insgesamt kann es natürlich aber auch generell sein, dass Leute außerhalb eures Sprachraums interessiert sind an den Inhalten, die ihr darbietet. Sei es jetzt, dass es Kurzfilme sind oder auch unter anderem vielleicht Vlogs, Technik-Reviews zu Produkten, die vielleicht nur in regional begrenzten Märkten verfügbar sind. Ja, und so gibt es eine Vielzahl von Inhalten, die tatsächlich durchaus ein internationales Publikum erreichen können. Das hatte ich bei mir tatsächlich schon das ein oder andere Mal, dass dann nur plötzlich ein Video mal in den USA zigtausende Aufrufe bekommen hat. Naja gut, dann ist es tatsächlich hilfreich, wenn man Untertitel mit anbieten kann, weil dann bleiben die Zuschauer ein bisschen länger mit da. Aber natürlich gibt es auch ganz klar einige Inhalte, bei denen es relativ wenig Sinn macht, diese auch entsprechend für andere Sprachen verfügbar zu machen. Beispielsweise Let's Plays. Klar wären Untertitel da schön, aber natürlich ist es auch sehr, sehr aufwendig, weil man ja viel redet in einem Let's Play. Das heißt, man bindet dann viel Zeit ans Bein, diese Untertitel zu erstellen. Teilweise spricht man dann auch nicht unbedingt immer zusammenhangsvoll. Es zumindest hier im deutschsprachigen Raum gibt viel Geschrei, was sich in Untertiteln irgendwie relativ schwer umsetzen lässt und so weiter und so fort. Also Let's Plays sind da vielleicht eher ungeeignet, auch Vlogs sind durchaus ein bisschen schwieriger vielleicht, was ein internationales Publikum mit angeht. Es sei denn natürlich, ihr habt generell schon Englisch mit als eure Videosprache. Dazu kommt dann auch, dass vielleicht lokalisierte Videos durchaus ein besseres Search-Ranking mitbekommen können, weil letztendlich alles, was ihr irgendwie noch an Text mit hinzufügen könnt zu eurem Video, hilft natürlich jeder Suchmaschine ungemein weiter, weil Untertitel ist wirklich eine gesamte Beschreibung des Inhaltes eures Videos. Und das ist alles jetzt Material, was die Suchmaschine deutlich durchsuchen kann. Klar gibt es mit Deep Learning und Machine Learning die Möglichkeit, dass jetzt auch Videoinhalte tatsächlich schon analysiert werden, was YouTube, glaube ich, auch durchaus macht. Aber das ist natürlich auch immer noch sehr limitiert und nichts im Vergleich zu wirklich einer textuellen Beschreibung, die ihr tatsächlich mitliefern könntet und die dann natürlich dann dem Search-Ranking entsprechend weiterhelfen kann. Ja, wenn euer Titel in mehreren Sprachen verfügbar ist und es sucht tatsächlich mal einen Zuschauer, der diese Sprache bei sich eingestellt hat, dann findet er euer Video natürlich wesentlich schneller, als wenn euer Titel nur in einer Sprache verfügbar wäre. Was euch das Leben leichter machen kann, ist dann auch der Punkt, dass die Community Untertitel mit hinzufügen kann, wenn ihr das entsprechend mit zulasst. Das heißt, ihr müsst diese Zeit nicht investieren, um Untertitel zu erstellen, sondern es kann durch eure Community passieren und ich sehe auf vielen internationalen Kanälen, dass das auch relativ gut funktioniert. Beispielsweise gibt es einen japanischen Kanal, bei dem ich ab und zu dann mal reinschaue und da sind dann anfangs auch wirklich nur so, ja, koreanische Untertitel, chinesische Untertitel, englische Untertitel. Und je länger man dann wartet tatsächlich in den Tagen, desto mehr Untertitel gibt es. Wartet man ein paar Tage mehr, dann gibt es auch deutsche Untertitel und so weiter und so fort. Also die Community teilweise funktioniert da echt gut für. Insgesamt finde ich diese Internationalisierung aber auch noch aus anderen Punkten wichtig. Beispielsweise komme ich aus der Webentwicklung und als ich bei IBM mein Praktikum gemacht habe, haben wir uns wirklich ein halbes Jahr lang damit beschäftigt, dass wir unsere Applikationen letztendlich in anderen Sprachen zur Verfügung stellen, wie man das am besten umsetzen kann. Dass ich diese Internationalisierung für so wichtig erachte, hat dann aber auch den Grund, dass ich im Allgemeinen denke, dass Information und Wissen für jeden frei sein sollten und auch der Zugang zu diesem Wissen und zur Information sollte entsprechend frei sein und jedem Menschen auch möglichst ohne Probleme zugänglich sein. Ja, und durch das Anbieten von angepassten Titeln und Beschreibungen und natürlich auch Untertiteln kommt man diesem Ziel dann doch schon wieder ein ganzes Stück mit näher. Schauen wir uns doch aber mal an, wie das bei mir aktuell auf dem Kanal aussieht mit internationalen Zuschauern. Tatsächlich ist es so, dass in den vergangenen 90 Tagen knapp 8% meiner Aufrufe übersetzte Inhalte genutzt haben. Das können natürlich Titel, Beschreibungen, aber auch Untertitel gewesen sein, aber so insgesamt 8% aller Aufrufe. Und das finde ich ist doch schon eine ganze Menge letztendlich in Anbetracht dessen, dass ich doch nur einen relativ kleinen Teil an Videos mit entsprechend so internationalisiert haben. Man muss ja natürlich auch sagen, dass die durchschnittliche Watchtime bei internationalen Zuschauern ein Stück weit geringer ist als letztendlich bei Muttersprachlern, die eure Videos mitschauen. Also da komme ich im gleichen Zeitraum von den letzten 90 Tagen auf immerhin 5% der Watchtime, die ja übersetzte Inhalte genutzt hat. Und dazu muss man dann aber auch sagen, dass auf meinem Kanal die zwei wirklich erfolgreichsten Videos, die eigentlich
ja, die Hälfte aller Views mit bei mir generieren, gar keine Übersetzung irgendwie momentan haben, weil ich da einfach noch nicht die Zeit dafür gefunden hatte, das entsprechend umzusetzen. Und wenn ich einen Blick auf die Herkunftsländer tatsächlich meiner Zuschauer werfe, dann sind es doch letztendlich 7%, die nicht irgendwie aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen. Und ich finde, das sind dann doch schon eine ganze Menge. Das sind immerhin einige tausend Leute, die hier ja vermutlich nicht der deutschen Sprache mächtig sind und trotzdem meine Videos irgendwie gefunden haben und sie sich entsprechend anschauen. Und ich sehe das dann so, dass in Zukunft, wenn noch mehr Inhalte bei mir lokalisiert sind, entsprechend mehr Zuschauer aus dem internationalen Raum tatsächlich hier den Weg auf den Kanal mitfinden werden. Denn bei mir ist es tatsächlich so, dass jedes neue Video, was bei mir hochgeladen wird, neben den deutschen Videoinformationen auch noch englische Videoinformationen bekommt und eben auch englische Untertitel. Und das habe ich als konsequent schon seit einigen Monaten so mit durchgezogen. Habe es auch schon für einige ältere Videos mitgemacht. Aber da der ganze Prozess relativ zeitaufwendig ist, dauert das natürlich auch relativ lange, bis dann da die älteren Videos entsprechend mit angepasst werden. Ja, und wir reden hier von einem Zeitaufwand von ungefähr einer Stunde für 5 Minuten Video in etwa, die man dann braucht, um Untertitel zu schreiben oder die zumindest ich dafür brauche. Und dementsprechend, wenn man dann ein 15 Minuten Video mit Untertiteln versorgen möchte, ja, dann bin ich plötzlich 3 Stunden des Tages damit beschäftigt, wieder neue Untertitel zu schreiben. Vielleicht geht es auch mal ein bisschen schneller, aber letztendlich ist es ein doch relativ zeitaufwendiger Prozess, diese Untertitel mit zu verfassen. Ich denke, letztendlich muss jeder selbst entscheiden, ob er diese Zeit in seine Videos investieren möchte, um sie einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Und ich werde definitiv daran festhalten und diese Zeit auch weiterhin investieren. Einerseits aus persönlichen Gründen, weil dann entsprechend Freunde in den USA die Videos mitgucken können und andererseits, wie gesagt, aus Überzeugung, dass die Information entsprechend möglichst frei zugänglich sein sollte. Und ich warte ja immer noch so ein bisschen auf ein Feature von YouTube, dass man eine zweite Audiospur mit hochladen kann, sodass man neben seiner originalen deutschen beispielsweise eine englische mit hat oder man hat eine Audiospur mit erweiterten Kommentaren und so weiter und so fort. Also man könnte da natürlich auch schon wieder viel machen. Und ich habe erst heute wieder in einem YouTube-Forum gesehen, dass das Interesse an mehrsprachigen Kanälen eigentlich durchaus da ist und da tatsächlich noch überall nirgends Erfahrungswerte fehlen, wie man damit umgehen sollte. Insofern, wir probieren es ja aus auf dem Kanal. Es wird natürlich erstmal Deutsch bleiben, was die Sprache der Videos angeht. Aber ich möchte auch nicht ausschließen, dass es vielleicht zwischendurch einmal englische Videos mitgeben kann oder in Zukunft, wer weiß, ob das jetzt in Monaten oder Jahren erst ist, aber vielleicht wird dieser Kanal irgendwann auch Englisch, man weiß es nicht. Wenn ihr diesen weiteren Verlauf nicht verpassen wollt, dann klickt doch da oben auf Abonnieren oder schaut euch hier unten links und rechts noch 2 weitere Videos mit an. Ob das da drüben Untertitel hat, das weiß ich noch nicht so genau, weil YouTube entscheidet ja selbst, welches Video da hingepackt wird. Mal gucken, soll angepasst sein für den Zuschauer. Ja, schreibt es doch mal in die Kommentare, ob das für euch wirklich sinnvoll angepasst wurde. Und ansonsten macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.